ich bin Batman. So? Nein. Ich glaube, das war dann wieder ein anderes Zeichen. Wir machen mal Licht für euch. Okay, ich bin nicht Batman. Aber wir haben was von Batman und damit herzlich willkommen zurück. Oh, ich habe, glaube ich, die Kamera. Na, ist egal. Bisschen verdreht. Wir trinken gerade Kaffee, haben uns hier über ein tolles Set unterhalten, welches wir jetzt vor kurzem mal gekauft haben. Cheers, Rita gekauft. Und zwar ein Set, welches wir gekauft haben, nur weil Rita 2 Figuren davon haben wollte. Unglaublich. Im Endeffekt dann 3. Wobei eine hatten wir, glaube ich, schon. 2. Ja. Sehr komisch. Es ist auf jeden Fall das ultimative Batmobil aus dem Jahr 2017. Set Nummer 70917. 1405 Teile, 8 Minifiguren. Jede Menge Spaß. Es ist fast ein Baukasten im Baukasten. Ich bin ganz hin und weg. Ziemlich schweres, massives Teil. Und Rita wollte es haben. Wirklich sehr, sehr interessant. Und kein Mensch hat mir gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Batman-Fan. Ich finde den Batman-Movie von Lego ja mega mäßig. Aber keiner hat mir gesagt, dass ich dieses Set brauche. Also ich muss sagen, sehr nachlässig von euch. Gut, dass ich auf Instagram ja auch unterwegs bin und schaue, was ihr so postet. Und da habe ich gesehen, dass jemand eine von den Figuren gepostet hat. Und ich habe mir gedacht, woher sind die? Zuerst dachte ich mir, das ist sicher eine Fake-Figur. War es aber nicht. Es ist eine echte Lego-Figur, deswegen habe ich mir die gleich geschnappt. Ja. Belehre uns und lüfte das Geheimnis. Was sind denn die Figuren? Ich zeige euch mal die Figur, die ich gesehen habe. Ich glaube, das war die du ungefähr da haben wolltest. Ja. Das war die ausschlaggebende Figur. Genau. Falls ihr euch fragt, was das ist, ja, es ist ein Affe mit Flügeln, der, und das habe ich zuerst überhaupt nicht gecheckt, aus dem Lego Movie kommt. Ach so, und zwar aus dem Lego Movie, aber nicht aus dem Batman-Universum, sondern aus, und jetzt kommt's, Wizard of Oz. Ja, also sie haben ja damals mit Lego Movie und dann auch mit Batman Movie immer das ein bisschen so gemacht, dass sich das Universum so ein bisschen verbindet von den verschiedenen Figuren und Themenbereichen, und jetzt ist es eben bei Lego Batman Movie so, dass dort auch Figuren aus Wizard of Oz vorkommen, und da haben sie allen Ernstes, und darf ich das mal in die Kamera halten, Rita? Ich meine, 2 dieser so Äffchen cool gemacht, die exklusiv sind für dieses Set. Ich bin ein Riesenfan vom Zauberer von Oz und ich finde, die Geschichte ist einfach toll, und ich habe auch damals das toll gefunden, dass bei der Minifiguren-Serie die Dorothy dabei war und auch eben der Tin Man und der Löwe und die Vogelscheuche. Und die haben gefehlt und keiner sagt mir Bescheid. Ja. Also ich muss schon sagen, sehr, sehr nah. Vielleicht haben sie dir nicht Bescheid gesagt, weil die Figuren so viel kosten, die beiden hier, wie das ganze Set zusammen. Also wir haben es jetzt, ich glaube, wir dürfen es sagen, privat gekauft, wer will haben. Meine Mutter hat es abgeholt. Danke nochmal dafür. Danke. Für 100 € das komplette Set. Es ist, wie gesagt, alles dabei, Anleitung, Schachtel und so weiter. Und die Figuren, die muss man bei Bricklink schon, ich weiß jetzt den aktuellen Preis nicht, aber als wir mal reingeschaut haben, waren die bei über 30, wenn nicht sogar 35 € pro Stück. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Äffchen ist das Gesicht hier. Einer lacht und einer ist ein bisschen verärgert. Was haben wir hier figurenmäßig noch dabei? Falls ihr euch nicht auskennt, genau, die kehren nämlich zu der Hexe dazu, die daneben steht, also links daneben. Links daneben? Rechts daneben? Ja. Ist immer schwierig zu sagen, wenn das Bild genau seitenverkehrt gezeigt wird. Genau. Auf jeden Fall die Hexe also daneben. auf meiner Seite herüben, diese Seite hier. Und die kennt ihr sicher vom Zauberer von Oz, hoffe ich. Das ist eben die sehr böse ist und so ein grünes Gesicht hat oder grüne Hautfarbe hat. Und die hat eben diese Äffchen, die ihr quasi helfen und auch die Dorothy dann kidnappen. Ja, genau. Dann haben wir hier noch dabei einen Batman, der ist eigentlich fast die spektakulärste Minifigur hier, weil der kommt sowieso überall vor. Der ist auch, glaube ich, soweit ich weiß, jetzt nichts Besonderes. Er hat ein Wechselgesicht, einmal mit eher ernsterer Miene und einmal mit einem lächelnden Gesicht, aber da ist jetzt nicht so viel Besonderes dabei. Das einzige, ich glaube, sein Umhang, der ist nicht immer gleich gewesen, das ist eher dieser stoffige, und dann gibt es auch welche, die haben so eher diesen plastikmäßigen Umhang. Das weiß ich nicht.
Dann Robin, Robin, ja, der auch eher standardmäßig unterwegs ist hier. Mit seiner kleinen Hose. Mit der Hose und Brille, hat auch ein Wendegesicht hier, könnt ihr sehen. Da finde ich aber die Brille extrem cool. Ja, Brille ist cool. Haben wir aber auch, glaube ich, von einer Minifiguren-Serie, oder? Das kann sein, dass die mal wo vorgekommen ist. Genau, dann haben wir unser Batgirl hier mit dabei. Auch jetzt nichts, warum man das Set kaufen müsste. Die kommt auch eher öfter vor bei den Batman-Sets. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Und dann kommen wir noch zu einer weiteren Rarität dieses Sets. Und zwar haben wir Alfred hier in seiner Batsuit, im Bat-Kostüm. Der ist exklusiv für dieses Set. Okay. Also auch das Oberteil, wenn ich mich nicht täusche. Und das Gesicht ist exklusiv. Der ist auch sehr selten. Genauso wie unser lieber Freund, der Polka Dot Man, den ich sehr cool finde. Der kommt sogar mit so einer 4x4 runden Platte, die bedruckt ist. Und schaut euch mal sein Kostüm an. Ich meine, die Punkte sind überall. Auf der Seite der Hose, auf den Armen, überall. Also den haben sie wirklich, auch auf der Hinterseite im Übrigen, den haben sie wirklich, wirklich cool auch bedruckt. Und da sieht man mal, was Lego zusammenbringt, wenn sie Aufwand betreiben möchten. Er hat auch sogar ein Wendegesicht hier. Sieht ein bisschen spookiger aus. Ist das dann auch ein Bösewicht oder wie? Rita, ich glaube, du schaust dir nochmal die komplette Batman-Saga an. Ich kenne mich leider gar nicht aus. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ist Polka Dot Man ein Bösewicht? Ja. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich nehme an, ja. Außerdem, was ist seine Bösewicht-Funktion, dass er einen mit Punkten beschießt? Ist das dann so ähnlich wie bei, wie nennt man das? Ich habe das noch nie gespielt, aber da gibt es ja auch das, wo man sich, Paintball. Das muss ja mordsmäßig wehtun, deswegen habe ich mich noch nie getraut. Aber ist er ein Paintball-Spieler? Klärt uns bitte auf, was ist mit Polka Dot Man los? Genau. War mir auch eigentlich egal, wie ich das Set gekauft habe. Ich wollte ja nur die Äffchen. Auch allein die Beine dieser Äffchen. Ich meine, habt ihr sowas noch mal irgendwo gesehen? Beprintete Arme und so weiter. Die Äffchen waren übrigens bei einem Lego Dimension Set mal dabei, allerdings gebaut. Und zwar eher komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben es umgesetzt, aber da gefallen mir auch die besser. Ob der Preis jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, für diese zwei Figuren, keine Ahnung, fast 100 € hinzulegen oder 80 € von mir aus, weiß ich nicht, aber wir haben sie hier in sehr schönem Zustand bekommen. Und Rita, ihr seht, ist glücklich. Ja. Schauen wir zur Hauptattraktion dieses Sets hier, und das ist mal ein wirkliches Kaliber. Es gab ja von Lego schon diverse Batmobile. Wir haben übrigens kein einziges davon. Also wir haben hier keine Referenzen, wir haben hier keine Vergleichswerte. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Batmobil haltet, ob das besser, schlechter, größer oder kleiner ist als die anderen, die es gegeben hat. Was auf jeden Fall cool ist, es sind jede Menge geile Teile verbaut. Also das ist aus 2017, jede Menge auch in schwarz, jede Menge auch in hier diesem gelben Transparent, und es sieht, die sind leider überall. Ich bin wie eine Katze. Und es sieht cool aus. Und das, was mir auch sehr gut gefällt, ist, es ist mehr oder weniger ein 4-in-1 Auto. Also wir haben, wenn ich das mal vorführen darf, jetzt ist sicher der Vorführeffekt. Das ist ja der Teil, den Christoph am meisten interessiert hat. Baust nicht gleich auseinander. Aber ich habe mir gedacht, den Leuten erklären, wie es funktioniert. Mir ist es ja egal. Also das Batmobil habe ich mir gedacht, ob ich das jetzt dazu bekomme oder nicht. Naja, gut. Aber Christoph ist ja wie ein kleiner Bub gewesen. Aber gut, ist gut, wenn es jemandem gefällt. Ja. Also dann freue ich mich einmal über was und Rita vergönnt es mir wieder nicht. Also immer das Gleiche. Wir ignorieren sie wieder mal. Und zu dem Licht kommen wir dann gleich noch. Vielleicht brauchen wir es auch, weil der Akku der Kamera, glaube ich, schon wieder zur Neige geht. Wir haben hier einmal ein Batmobil im klassischen Sinn, wo vorne Batman drinnen sitzt. Dann haben wir hier oben einmal ein Flugzeug, einen Batwing. Dann haben wir einmal hier hinten drauf, das sieht man jetzt noch nicht, aber gleich einen Bat-Tank, also einen Panzer. Und unten im Batmobil, unten, mehr oder weniger auf der Unterseite, ist dann noch ein Bat-Bike. Wie man das auseinanderbaut, hat mehrere Funktionen, wie das geht. Einerseits kann man hier mal die Flügel dieses Batwings in die Luft heben, dann entriegelt sich das nämlich so auf der Seite, ich glaube, es muss gar nicht bis ganz nach oben sein, und dann kann man mehr oder weniger mal den Batwing hier, wenn ich das halte, geht das ein bisschen schwierig, aber Batwing hier loslösen. Ja, dann ist der mal ein separates Flugzeug. Ja.
Dann geht es am besten mit roher Gewalt, und zwar gibt es da so Clips, die halten diesen Panzer und das Bettmobil zusammen, und wenn man da anzieht, kann man auch diese beiden trennen. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier sind so Clips, die eben das Andocken hier vereinfachen, und dann haben wir hier den Bad Tank. Rita, du kannst dich übrigens nützlich machen und hier mal Bad Girl hineinsetzen und bitte hier unseren lieben Freund Alfred. Und dann haben wir hier also dieses Bettmobil, da denkt man jetzt, das ist so komplett, aber nein, es hat hier hinten auch noch eine Funktion, und zwar kann man hier diese Booster, diese, wie auch immer das heißt, diese Triebwerke noch hinaufklappen, wahrscheinlich, dass er noch ein bisschen schneller fahren kann, und dann kann man hier auch noch ein Motorrad raus snacken, und das finde ich mega cool. Bitte hier dann noch unseren kleinen Freund, den Robin drauf auf dieses Bike. Es geht ja gar nicht mehr zu. Dann. Man muss die Leute ziemlich schräg reinlegen, dass die Platz haben. Oh, also wenn er so steht, glaube ich, geht es gar nicht zu. Es ist zu wenig Platz hier in den Cockpits, aber es geht sich aus, wenn man die so ein bisschen reinlegt. Also Alfred sieht jetzt eher vom, nicht besonders viel. Also er sitzt, sag du, also ich rede die ganze Zeit nur. Christoph bringt es auf den Punkt, er redet sehr viel. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich kenne mich da ja auch null aus und vielleicht eher ein bisschen mehr. Das Einzige, was mir jetzt gerade gefallen hat, ist, dass es ein Recreational Vehicle ist. Also wie quasi ein Wohnmobil, aber ein Kaputtmachmobil. Mhm. Kann man das so? Also übrigens, es war kurz der Akku leer und wir mussten bei Rita Kaffee nachfüllen. Ich hoffe, es sei euch verzeiht. Es ist uns verzeiht, Verzeihung. Und ich glaube, ich habe zuerst den Panzer in der Hand gehabt und jetzt das Bettmobil, aber ist egal. Wir fangen jetzt mit dem Bettmobil an. Oder machen damit weiter, weil das irgendwie das Hauptfahrzeug ist. Wie Rita richtig gesagt hat, hier ein paar Aufkleber. Die sind mega. Design her gefällt es mir, muss ich sagen, sehr gut. Sieht auch vorne cool aus hier mit diesen eigentlich Flugzeugteilen, jede Menge Waffen. Wir haben auch hier übrigens Stud-Shooter verbaut, also auch die waren damals sehr beliebt, 2017 bei Lego, Star Wars und so weiter waren sie überall dabei. Sogar im Disney-Schloss. Genau, dann haben wir hier also alle möglichen Waffen, die man auch zum Teil sogar herausklappen kann. Ihr seht es, also das ist wirklich sehr, sehr schwer bewaffnet, dieses Fahrzeug. Diese Flügel kann man hier ein bisschen in der Position umstellen, und dann haben wir hier Bats Cockpit, was man so nach oben aufmacht. Wenn ihr hier mal reinschaut, hier liegt unser guter Freund so drinnen, also er sieht auch eher in Richtung Himmel, sieht nicht viel von der Straße, es ist sehr eng dort drinnen, auch sehr spartanisch eigentlich eingerichtet, für das das ein super tolles Bettmobil ist, aber ich finde, es macht irgendwie Sinn und es ist so ein schnelles Fahrzeug, warum auch nicht, es schließt hier nicht ganz, aber das ist auch kein Problem. Die Reifen finde ich ganz cool, und ja, es liegt total tief auf der Straße und macht jede Menge Spaß. Von der Hinteransicht dort... Ist, glaube ich, auch sehr stabil, oder? Ja, sehr stabil, also ich glaube, das kann man von mehreren Metern auf den Boden krachen lassen und es hält aus. Wir probieren es nicht. Wir probieren das jetzt aber nicht aus. Wie Rita richtig sagt, es ist auch so, dass, oder hast du das schon gesagt auf jeden Fall? Ich glaube, ich habe mir da schon geredet. Wenn das Motorrad hier nicht drinnen ist, dann sieht es hinten doch ein wenig leer und ein wenig nackt aus. Da kann man leider nichts machen, aber das ist natürlich dem geschuldet, dass hier das Motorrad drin ist. Und wie gesagt, man kann hier diese Turbo-Booster nach unten klappen, dann ist er vielleicht nicht mehr so schnell, aber dann kann er vielleicht hier hinten ein bisschen kaschieren, dass da nicht besonders viel drin ist und dass man sogar Bett auf seinen Hinterkopf sieht. Das ist auf jeden Fall das. Wenn da von hinten wer kommt. Ja, also hinten ist ja nicht besonders gut geschützt gegen Schüsse, aber da muss man irgendwo Kompromisse machen. Dann haben wir hier also als nächstes unseren lieben Freund Robin, genau, danke, mit seinem Motorrad. Eigentlich das unspektakulärste aller Fahrzeuge. Es lässt sich, wie gesagt, hier so von den Reifen her, so finde ich es auch cool, wenn er so fliegen könnte. Genau. Aber nein, vielleicht kann er es, aber in der Anleitung wird beschrieben, dass er so fahren soll. Okay. Ist sehr spartanisch gebaut. Hier, mir gefällt zwar das mit dem Bügel hier und hinten, dass er auch so mehr oder weniger 2 Auspuffe hat, aber da ist jetzt nichts Besonderes dabei, ganz ehrlich. Und man kann ihn, ich glaube, das geht sogar, wenn er hier drauf sitzt, man kann das Ganze dann also hinten so ein bisschen reinschieben. Bin ich nicht gerade. Was ist jetzt drin? Das ist jetzt natürlich wieder der Vorführer. Ich glaube,
Rita hat heute die Angewohnheit, dass sie alle Figuren in die Fahrzeuge hineinstellt. Und das ist natürlich so, hoppala, dass unser lieber Robin da nicht reinkommt, wenn er steht. Da haut er sich ja den Kopf an. Aber wir können den Guten ja auch hinsetzen. Ich habe mir gedacht, mit seinem Umhang will er vielleicht da, jetzt ruiniert er alles, will er vielleicht da stehen, damit der so schön im Wind flattert. So, jetzt sitzt er und jetzt passt er auch hier rein, glaube ich. Ja, genau. Also jetzt ist er hinten drin. Und wenn man sitzt hier jetzt Robin unter Batman. Ja, er sitzt so schräg hinter Batman. Wenn man beim Cockpit reinschaut, sieht man sogar beide. Okay. Aber total cool. Und so, finde ich, sieht das Batmobil auch ganz gut aus. Und das ist wieder eine Einheit. Das habe ich mir schräg vorgestellt. Aber es passt. Dann als nächstes, glaube ich, schauen wir uns diesen Bat-Tank an. Okay. Der wird vom Alfred gefahren. Kurzer Schluck nur aus der sehr neutral gehaltenen Brick Squire-Tasse. Nicht der Lieblingstasse. Nein, das ist nur meine. Als nächstes haben wir hier diesen Panzer. Den finde ich jetzt optisch jetzt nicht extrem geil, ich hätte nicht aber einmal gecheckt, dass es ein Panzer der sieht trotzdem irgendwie ganz cool aus, finde ich. Also man kann hier auch jede Menge auf- und zuklappen. Schauen wir uns ihn mal so an. Also der Hinterteil hier ist natürlich sonst an das Batmobil von Batman angedockt. Hier haben wir auch jede Menge dieser Booster und Auspuff und so weiter. Auch auf der Seite, coole Bautechnik übrigens hier mit den ganzen Teilen, die hier schräg angebracht sind. Er hat auch jede Menge hier so Schießer und Kanonen und alles mögliche mit von der Partie. Auch ein paar Teile, die damals sehr beliebt waren, zum Beispiel dieses Schild hier, das ist ja sehr oft bei Nexonites vorgekommen damals. Ja. Hier in schwarz, glaube ich auch nicht allzu oft. Und kommt auch im Disney-Schloss vor. Dann im Disney-Schloss kommen irgendwie alle Teile vor, die sich hier nicht mehr verbaut haben. Und hier seht ihr nochmal auch das von unten. Das ist mega stabil. Also ich glaube, das kann man wirklich aus mehreren Meter Höhe runterfallen lassen. Das ist richtig massiv gebaut. Dann haben wir, und da müsst ihr jetzt das wird jetzt eine Spontanaktion, ja, so geht's, glaube ich. Hier kann man diese großen Kanonen raus ziehen und dann hat er so einen Rail-Shooter, also das ist wirklich cool. Das ist schwer bewaffnet, dieses Teil hier, dass diese Stats geschossen werden. Die kann man abschießen. Kann man die wirklich schießen? Die kann man schießen, ja, wenn man hier dreht, dann werden die alle der Reihe nach abgeschossen. Machen wir jetzt nicht, weil wir haben schon mehrere Teile verloren und Tim ist dann mit den Teilen im Mund wieder zu uns zurückgekommen. Er spuckt das aber immer muss nicht sein. Hier, wie gesagt, wenn er hinten bei Batman dranhängt, dann würde ich ihm empfehlen, dass man hier so diese Booster hier nach unten klappt. Und wenn er selbst unterwegs ist, dann braucht er ja keinen, sonst das wäre ja eine Schubumkehr, dann klappt er die lieber nach oben, dann hat er hier sogar Scheinwerfer und hier könnt ihr reinschauen in sein Cockpit. Ist auch eher, wie ich zuerst schon gesagt habe, so, dass er gen Himmel schaut. Er wird nicht viel sehen von der Straße, aber vielleicht hat er ja hier im Display so einen digitalen Visor, dass das irgendwie auf die Straße zurückreflektiert. Also das ist das hier, dieser Panzer. Was ich euch noch zeigen kann am Schluss, stellen wir das hier wieder auf, ist mehr oder weniger die Ladebucht für dieses Flugzeug, welches euch Rita dann noch präsentieren wird. Und zwar haben wir hier oben auf dem Dach des Panzers so eine große Klappe, die kann man auch aufmachen und die muss man sogar aufmachen, damit man das Flugzeug draufstellen kann. Und zwar wird das hier so nach vorne gekippt und das ist dann auch der Teil, der hier bei Batman den hinteren Teil des Dachs formt. Und hier drinnen haben wir dann noch ein cooles, keine Ahnung, Waffenarsenal oder Laboratorium. Das ist hier relativ geräumig eigentlich. Da kommt dann natürlich der Rumpf des Flugzeugs rein und das finde ich auch total cool. Also das kann man auf und zu machen, wie man will. Und dann, nur damit der Vollständigkeit halber das auch gezeigt wird, kann man das wieder hier bei diesen Klammern so rein snacken. Das muss ich auf den Tisch machen. So. Dann ist das hier wieder verbunden und dann kann man, wie gesagt, hier diesen Dachteil wieder nach vorne schieben, damit auch Batmobil damit Batman sein Batmobil auch wieder ein Dach hat. Genau. Und hier kommt dann das Flugzeug rein. Jetzt bin ich mir nicht sicher, hast du schon gesagt, weißt du, aus welchem Jahr das genau ist, das Set? Weil es gibt es ja nicht mehr. 2017 ist das auf den Markt gekommen. Wann es vom Markt gegangen ist, weiß ich nicht, aber die Batman-Movie-Sets sind lange Zeit noch in den Geschäften rumgelegen, weil die wollte irgendwie niemand. Ein Fehler. Ja, wir haben davon übrigens das Joker Manor und das Sanctum Sanctorum, aber das habe ich komplett verpasst. Was, ein Sanctum Sanctorum? Sanctum Sanctorum. Arkham Asylum. Jetzt bin ich auch schon ein wenig durcheinander. Rita bringt mich heute komplett aus dem Konzept.
Ein Arkham Asylum, Verzeihung. Jetzt habe ich mir schon gedacht, da habe ich irgendwie was verpasst. Das wäre ein wenig seltsam gewesen, ja, richtig. Okay. Ja, also ich finde, das ist ein netter kleiner Flieger hier. Es sitzt die Dame vorne drinnen. Ich glaube, es gefällt ihr recht gut. Auch sie ist gut bewaffnet, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man diese orangen Dinger schießen kann. Ja, da kann man auch hinten drauf drücken, dann schießen die so raus. Die hat es auch schon öfter bei Star Wars und so gegeben. Die sind so lange Stäbe, wo man dann da das rausschießen kann. Machen wir auch nicht. Wir wollen niemanden gefährden. Hätten mir sonst zuerst fast schon ins Gesicht geschossen. Das wollen wir natürlich nicht. Und ja, ansonsten ist nett, kann man nicht sagen. Ich glaube auch wieder recht gut stabil. Also ich habe jetzt da keine Angst, dass da irgendwie, wenn ich da jetzt wild herumspielen würde, dass da irgendwas passiert. Aber gut, und auch das mit dem Cockpit. Rita spielt wild herum mit meinen Lego. Na gut, es ist ihr Lego. Sie hat sich das gekauft. Lego, ja. Das gehört ihr. Genau. Also ich glaube, das passt recht gut und es gefällt mir sehr gut und da kann ich jetzt eigentlich gar nichts sagen. Ich hätte es nicht gebraucht, aber es ist gut, dass wir es haben, schätze ich mal. Rita hätte wieder mal nur die 2 Figuren um 100 € gekauft. Ja. Und auf das gesamte restliche. Und ihr seht ja, wie sehr wir 2 Spaß mit diesem Modell hier haben. Wir glauben auch, dass Tim später mal, ich weiß nicht, ob er ein Batman-Fan wird, aber hier sicher seine Freude haben wird. Also der Flieger, den finde ich auch cool. Wie gesagt, hat jede Menge so Funktionen hier mit Flügel drehen und so weiter. Also das kann man hier alles, das hier nicht, das habe ich jetzt abgerissen, aber man kann hier relativ viel bewegen. Erinnert mich ein bisschen an Star Wars. Und ja, es ist wirklich hier ein nettes Set. Das Cockpit auch hier etwas spartanisch eingerichtet, aber unser Batgirl liegt auch hier so drinnen mit jede Menge Scheinwerfern und so weiter. Und wie gesagt, dieser Batwing, wenn er dann mal landet, der kann dann hier so drauf. Und ja, ist dann hier mehr oder weniger fixiert in dieser Ladebucht des Panzers und somit haben wir wieder ein vollwertiges, ultimatives Batmobil. Klappt man das dann hier wieder ein bisschen runter? Und genau, oder? Das kann man dann wieder hinunterklappen, dann ist er nämlich auch hier nicht angeschnallt und kann nicht vom Batmobil runter. Eines haben wir noch und das ist auch cool, dass das dabei ist. Ich glaube, 3-mal hat es das schon gegeben bei Batman-Sets oder Batmobil-Sets. Hier so ein Licht. Rita hat es euch am Anfang schon gezeigt. Wahnsinnig gut. Aber sonst finde ich es cool. Ja, was bei dem hier speziell ist, man kann es natürlich drehen und zwar in alle Richtungen, auch oben, unten und so weiter. Und damit es nicht runterfällt, ist hier so ein doppeltes Zahnrad links und rechts angebracht, damit ein bisschen Widerstand ist, denn sonst wird es ja wahrscheinlich nach unten ploppen mit einer Seite. Und man kann es eben einschalten, da ist eben so ein Lightbrick drinnen. Aber auch wenn man komplett alles dunkel macht, man sieht jetzt nicht so megamäßig das Batman-Zeichen. Also das habe ich mir noch besser vorgestellt. Auf der anderen Seite ja, vielleicht ist auch die Batterie schon ein bisschen schlecht, wenn das schon von 2017 ist, ich weiß es nicht. Kann das sein? Könnte durchaus sein, ja. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das nie besonders gut gegangen ist. Aber wir werden es heute Nacht nochmal probieren. Wenn ich Hilfe von Rita brauche, dann werde ich im Schlafzimmer oben an die Decke mit dem Bettsignal funken und schauen wir mal, ob sie dann kommt. Ich glaube, ich werde einfach nur schlafen. Die Frau schläft so gut in der Nacht, die wird eher schlafen. Ja, im Großen und Ganzen, ich weiß jetzt den Neupreis dieses Sets leider nicht, tut mir leid, bitte, das werden wir nachreichen. Genau, ich glaube auch so in der Größenordnung für 100 € mit allem drum und dran, auch mit der großen Anleitung, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das für uns aber ein ganz cooler Deal gewesen. Und ja, allen voran natürlich, weil Rita auch glücklich ist mit ihren Äffchen hier. Und ich muss sagen, ich erfreue mich an diesem Batmobil ganz toll. Habe jetzt, wie gesagt, noch kein anderes Batmobil in meinen Händen gehalten von Lego, aber das wird sich vielleicht noch ändern. In die Stadt kommt das hier wahrscheinlich nicht. Wir haben zuerst geglaubt, wir stellen das irgendwo und da wird es ja eigentlich hinpassen. Beim Joker Manor, so als Attraktion daneben, dass sich die Leute das anschauen können. Aber dort ist sehr wenig Platz. Ja. Also da müssten wir einiges freiräumen. Vielleicht kommt es dorthin und wenn nicht, dann hat Rita trotzdem Freude mit ihren Äffchen. Und kann das Batmobil fliegen oder nur der Flieger? Wir könnten den Batwing aufhängen. Ja, das wird auf jeden Fall gehen. Na schau. Ja.
Okay, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr auch von dieser Batman-Movie-Serie was zu Hause habt oder ob ihr mehrere Batmobile oder Batwings oder Bat was ich zu Hause habt. Und oder dann einfach nur richtige Fledermäuse zu Hause habt, sind auch sehr süß. Genau, wie gesagt, tut uns leid, wenn wir irgendwas falsch gesagt haben, weil wir jetzt beide nicht ganz so tief in der Materie drin sind, was den guten alten Batman anbelangt. Das Set ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und wir freuen uns, dass wir es hier als Neuzugang begrüßen dürfen. Auf jeden Fall. Und die Figuren, also die wichtigen Figuren, werden sicher in der Stadt platziert. Vielleicht machen wir so eine Yellow Brick Road irgendwo. Ich überlege mir das noch. Das wird wunderbar. Richtig. Dann überlegt ihr auch, baut was Schönes und wir sehen uns. Tschüss.